Fußball 2000, wir sind wieder da und zwar heute in einem ganz besonderen Studio hier im HR. Das haben wir hergerichtet für unsere Spezialfolge. Am 30. kommt die, das wird mysteriös, freut euch drauf. Vorher reden wir ganz normal über die Eintracht, über das 1:2 bei Leipzig und über den Jahresendspurt der Eintracht. Also viel Spaß damit. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Musik an meiner Klangschale. Fußball 2000, wir sind wieder hier heute in einer besonderen Location und liebe Leute, seid gespannt, was in den nächsten Wochen so passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Es sind einige Delinquenten, sitzen schon hier mit mir und haben einen ganz besonderen Wunsch, der dann irgendwann in Erfüllung geht. Aber ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist, ist ein Sieg in Leipzig. Die Eintracht verliert 1:2 und lieber Basti, ich muss sagen, es gibt mehrere Gründe, warum ich demoralisiert bin, traurig und mittlerweile auch ein wenig frustriert. Ein Grund hängt übrigens damit zusammen, dass wir viel zu oft gegen Leipzig spielen, aber die fehlenden 3 Punkte. Die Fans konnten keine 3 Punkte mitbringen. Die Fans konnten keine 3 Punkte mitbringen. Es war wieder ein Spiel vor halb leerem Stadion. Es war wieder Leipzig. Ja. Ich habe es schwer ertragen. Ja. Ich habe, glaube ich, während dem Spiel dir geschrieben, so, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ja. Also es war einfach so eine Geschichte, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Aber nicht nur das Spiel, ich will einfach, dass man nie wieder gegen Leipzig spielen muss. Ich will auch, dass Leipzig vorbei ist. Ehrlich gesagt, hätte ich ganz gerne. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch hättet, dass Leipzig vorbei ist. Das ist jetzt umgangssprachlich für in die zweite Liga absteigen. Wer andere Dinge fordert, kann ich jetzt nicht dazu. Keine Missverständnisse aufkommen hier, ne? Aber es war tatsächlich ein Spiel, wo ich auch wirklich immer wieder dachte, natürlich war die Eintracht ein Stück weit besser, aber war sie so viel besser, als die Eintracht gemacht wurde nach dem Spiel? Weil was ich gelesen habe, fast ein Unglück, dass wir keinen Punkt geholt haben und so weiter und so fort. Ich muss schon sagen, so richtig viele Offensivszenen, da können wir ja mal richtig ins Spielerische reingehen, gab es dann halt auch nicht. Ja, ich glaube, man muss differenzieren zwischen dem Ergebnis zum einen und der Leistung im Vergleich zum Pokalspiel vor 1,5 Wochen zum anderen. Die Leistung war schon besser. Du warst nicht chancenlos. Im Pokalspiel warst du ja völlig chancenlos. Du warst auch leblos, ehrlich gesagt. Ne? Ja, hast dich nicht wirklich gewehrt. Die Jungs haben sich ja schon gewehrt. Aber Analogie, auch da wieder schwer reingekommen und du hast von Anfang an irgendwie nicht so dieses Gefühl gehabt, ja, dass sie diesmal von der ersten Sekunde an hellwach sind und das Ding anders ziehen wollen. Sie haben dann wieder reingefunden ins Spiel, sie haben sich gewehrt, das war der Unterschied, das war gut, aber in Summe war es eine verdiente Niederlage. Verdiente Niederlage auf jeden Fall, wenn wir uns angucken, wie wir ins Spiel reinkamen. Ein Chancenwust gleich von Leipzig. Kevin Trapp tatsächlich einer der Spieler, die den Ball oder die Eintracht sogar am Laufen gehalten haben. Und ich finde, Kevin Trapp hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber auch das hat nicht gereicht. Aber man muss schon sagen, da hast du Leipzig gesehen, die wollten auf 3 Punkte spielen. Ja, absolut. Und es war tatsächlich, ich glaube, nach 15, 20 Sekunden lag der Ball ja schon im Netz. Ne? Das war ja abseits dann relativ knapp. Aber auch so. Ja, also wirklich sehr, sehr knapp. Und da dachte ich schon so, oh, das wird jetzt schon wieder so ein Pokalspiel. Ich muss auch sagen, so, wenn wir die positiven Sachen betonen wollen, dass die Moral gestimmt hat und ich finde auch mit ein bisschen mehr, sagen wir mal, Werf nach vorne wäre da auch noch was drin gewesen. Also zum Beispiel war Ansgar Knauf in einer sehr guten Situation und kommt dann nicht richtig zum Abschluss. Der steht eigentlich relativ blank. Auch diese Mamouche-Szene am Ende mit ein bisschen Glück, ein bisschen Spielglück kriegst du dann irgendwie halt einen Elfmeter vielleicht noch oder so. Ich fand die Reaktion der Mannschaft echt in Ordnung. Ja. Trotzdem finde ich tatsächlich, dass die Niederlage auch in Ordnung geht. Also dass Leipzig in Summe einfach besser war, die hatten die klareren Chancen mit nicht Kevin Trapp im Tor, sondern irgendjemand anders vielleicht oder mit einem Kevin Trapp, der schlechter aufgelegt gewesen wäre, hättest du da zur Halbzeit 0:3 zurückgelegen und dann hätten wir gar nicht... Der hätte noch gar nicht so positiv gesprochen, genau, weil... Dann wäre ich nämlich gar nicht gekommen. Jetzt reg ich mich doch wieder auf! So, ja. Stefan Reich wäre gar nicht gekommen. Volksfan, ey. Und die Bewertung wäre gar nicht so positiv ausgefallen. Ich muss, glaube ich, auf die einzelnen Mannschaftsteile mal gucken. Und wenn ich das tue, dann sehe ich, dass zumindest die Defensive ja ein bisschen... Es ist ja immer dauerhafter Wechsel, auch in der Defensive. Aber lieber Basti, wenn du dir das anguckst, dann muss man schon sagen, die hat mit der Offensive der Leipziger kaum standhalten können, oder? Ja, ich fand es ein bisschen besser als in Lyon. Da kam es mir noch wackeliger vor. Aber ich habe so das Gefühl, die letzten Spiele sind unter einer Überschrift zusammenzufassen, dass du die Selbstverständlichkeit und die Leichtigkeit und der Flow sind erstmal weg. Das heißt jetzt noch nichts Dramatisches, aber das gilt natürlich auch wie die von dir angesprochene Abwehr. Dass du das Gefühl hattest, da haben jetzt so viele Wechsel stattgefunden. Christensen kommt aus einer Verletzung. Die spielen auch immer in anderen Konstellationen. Du hast diesen Wechsel, Dreierkette, Viererkette. Ja. Der läuft nicht komplett reibungslos. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist jetzt besser geworden. Also die Dreierkette waren in den vergangenen Spielen instabiler, als ich es jetzt da gesehen habe. Aber du hast schon richtig gesagt. Im Endeffekt, wenn Kevin Trapp nicht da ist, brauchst du dich auch nicht beschweren, wenn du da 3, 4 Dinger frisst. Aber auch da, ich weiß nicht, ich bin weit davon entfernt, irgendwo Alarm zu schlagen. Oder irgendwo einen großen Fehler zu suchen oder irgendwie zu sagen, das ist nicht erklärbar, weil ich glaube, dass das kein Abwehrproblem ist, sondern allgemein momentan in dieser Mannschaft die Selbstverständlichkeit weggegangen ist, diese mentale Frische ist weg. Die Eintracht fühlt sich, glaube ich, ein bisschen wie ich gerade.
Die ist froh, wenn endlich zwischen den Jahren ist. Das ist wirklich so, ey. Das Ding ist halt in so einer fürchterlich. Das sind die schönsten Tage im Jahr. Ja, ich Was machst du zwischen den Jahren? Ja, die Tage haben auch keinen Charakter, sondern Aber ganz ehrlich, das ist ein großer Tag. Das kann man auch ehrlich gesagt verstehen, weil sobald man frei hat, weiß man auch nicht mehr, ist jetzt Mittwoch oder Donnerstag. Ja, aber das ist doch Das geil. ist auch sonst nie. Ja, du weißt nur, wann Montag ist, deswegen bist du hier. Nein, aber Montag ehrlich gesagt, ist mein Anker. aber ganz kurz, aber das ist doch genau der Mut, der gerade fehlt. Ja. Momentan bist du so in dem Schritt, ich muss noch Weihnachtsgeschenke besorgen, ich muss noch das machen, ich sollte eigentlich Sport machen, ich sollte mich eigentlich gesund ernähren, bla 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 bla. Zack, zack, kommt das nächste Wochenende. So, und du hast das Gefühl, bei der Eintracht ist es momentan so, dass das Augsburg-Spiel, Lyon-Spiel, Leipzig-Spiel alle die gleichen Ursachen hatten, sodass du einfach nicht mehr die Selbstverständlichkeit hast, dass da junge Spieler sind, die auch Fehler machen, dass da eine Rotation stattfindet, wo dann nicht mehr alles ineinander greift und wo dann halt auch das Spielglück verloren geht. Und ehrlich gesagt, das sind für mich auch alle Ja, Erklärungen. das sind wirklich Faktoren. Spielglück, Leichtigkeit ist weg. Du musst dir Dinge, auch die kleinsten Dinge, für die brauchst du jetzt deutlich mehr Arbeit, als es vor ein paar Wochen der Fall war. Ja? Dann diese 50-50-Situation, haben wir oft angesprochen. Über Wochen hinweg scheint dir die Sonne aus dem Eintracht-Arsch. Hast du jetzt halt wieder nicht mehr. Gestern der Freistoß von Mamouche. Ne? Wenn der halt die 1,5 Zentimeter weiter unten ist, dann fällt der halt rein, hast du wieder ein anderes Spiel. Geiler Freistoß. Ja, geiler Freistoß. Super. Das sind alles so Kleinigkeiten plus, und das ist menschlich und dafür ist der Mannschaft auch niemand böse. Die Körner gehen halt am Ende auch deutlich runter. Das haben andere Mannschaften auch das Problem. Aber wir haben halt eine Truppe, die extrem jung ist. Ja, viele, die diesen Rhythmus auch nicht kennen, die sich da erst reinarbeiten müssen. Deswegen, glaube ich, hat jeder Verständnis dafür. Trotzdem ist es irgendwie unbefriedigend, diese kleine Ergebnisdelle in den letzten 4 Spielen. Ja, weil die Bedeutung des Spiels am Samstag dadurch jetzt so maximal erhöht wird. Aber gut, aber das ist ja das, was dann passiert. Im Endeffekt, das ist genau das. Ich meine, das war alles, was du sagst, kann passieren. Ja. Aber trotzdem gerätst du dadurch in eine Situation, dass du eben nicht mehr mit einer Leichtigkeit vor diesem Mainz-Spiel bist, sondern du hast zum ersten Mal in der Saison das Gefühl, okay, das ist das erste Spiel, wo man sagt, Marvin, dieses Spiel müssen wir jetzt eigentlich gewinnen, um einen positiven Aber da kommen wir gleich noch drauf. Bitte erst noch mal bei dem Spiel bleiben, weil wir haben 7 Tore in den letzten 3 Spielen bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen zu viel. Und da müssen wir in der Abwehr mal gucken, wie wir diesen Zug wieder reinbekommen, Stefan. Wie könnte man das hinbekommen? Denn ich muss schon sagen, es liegt ja nicht nur, natürlich liegt es auch an der Offensive, natürlich liegt es auch daran, dass die Eintracht nicht so 2-2 gemacht hat, zu wenig zwingend war. Aber trotzdem, in der Offensive sehen wir ja positiv Szenen. Wir sehen ja beispielsweise, dass es durchaus gut funktioniert, wenn ein Theatmann nach vorne spielt. Dann wie schön das 1-1 herausgearbeitet wurde, auch von Osun, der ablegt, und dann Nene Brown, der unfassbar torgefährlich ist für seine Position. Ja. Da sage ich mal, Chapeau, wie geil die beiden sich auch jetzt schon wieder langsam reinarbeiten. Aber es ist trotzdem so, wir kassieren tatsächlich gerade zu viele Tore. Ja, ich würde da jetzt noch kein generelles Ding draus machen tatsächlich. Also ich finde, das waren jetzt auch Gegner, gegen die kannst du mal ein paar Tore fressen. Und da waren individuelle Fehler dabei. Also ich fand nicht, dass es nur strukturell war, sondern diese Dinge, die du gestern frisst, Digga. Ja. Aber du hast zweimal Leipzig, einmal Lyon gehabt. Das sind 3 von 4 Mannschaften aus den 4 Spielen, die offensiv besser besetzt sind als wir. Ja. Und das ist das Ding. Leipzig muss man auch, also bei jeder schäbigen Meinung, die man über die haben kann, sollte. Also auch eine schäbige Meinung über Leipzig. Es ist schon so, dass die natürlich mit so Spielern wie Luis Openda oder auch dem Benjamin Šeško oder auch hier der Sanusa zum Beispiel, die können sich natürlich einfach alles kaufen, was sie wollen. Deswegen ist es natürlich total ätzend. Aber die Spieler selber sind schon ziemliche Raketen. Dass du von denen mal 2 Stück bekommst oder wie im Pokal 3, wenn du einen schlechten Tag hast, finde ich absolut, das kannst du einpreisen. Lyon genau das Gleiche. Da sind auch keine Blinden, die da vorne spielen. Gut, 2 Tore gegen Augsburg. Gut, die Punkte gegen Augsburg liegen zu lassen, das hättest du schon zu Hause gewinnen müssen, finde ich. So, das ist dann am Ende ärgerlicher als so ein 1:2 in Leipzig. Weil die halt auch nur 2-mal aufs Tor geschossen haben und das Ding war 2-mal drin. Das muss auch wieder, finde ich, relativ. Deswegen würde ich da jetzt noch kein generelles Ding draus machen, sondern mal abwarten. Du hast jetzt noch ein Spiel gegen Mainz und dann hast du erst mal ein paar Tage Pause. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein generelles Problem ist der Eintracht, dass da die Abwehrreihen irgendwie jetzt nicht mehr oder dass das System nicht mehr funktioniert oder whatever, sondern da können wir drüber reden, wenn das jetzt noch 4, 5 Spiele so weitergeht. Das glaube ich aber nicht. Dafür ist die Eintracht-Abwehr individuell zu krass. Du hast Robin Koch, Tuta kommt jetzt, er hat jetzt nicht gespielt, kommt aber wieder. Theat, auch Christensen, du hast Namdi Collins, der durchstartet, du hast Nene Brown auf der anderen Seite. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Überhaupt keine Sorgen, dass die Eintracht jetzt in jedem Spiel 3 Stück kommt. Wir müssen auch irgendwie ein bisschen die Relation behalten. Ne? Die Eintracht ist trotzdem mit sehr, sehr vielen Punkten gesegnet. Ja. Immer noch 27, ist Dritter. Ich meine, natürlich, ich verstehe auch die Unzufriedenheit, wenn man natürlich sagt, okay, guck mal, die Bayern haben verloren. Könnte man jetzt nicht wünschen, ne? Das verstehe ich schon. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen.
Muss man sagen. Ja, klar, ich verstehe das schon. Und es gibt Leute, die das auch sehr. Jeder würde das feiern, aber der Realismus-Part muss natürlich auch hier bei Fußball 2000 manchmal walten. Und da muss man sagen, auch jetzt, Platz 3 ist jetzt nicht so schlimm. Und lieber Basti. Platz 5 in der Euroleague auch nicht. Nee, ist auch gerade so okay. Geht, oder? Ja. Also 3 von 18, 5 von 36 ist nicht so ein Ist schon okay. Ich Ist in bin, Ordnung. Ja. Ja. Ich bin mal Ich bin gespannt, wie erstmal es dann zufrieden. in den K.O.-Spielen dann ist. Aber wir kommen natürlich jetzt perspektivisch jetzt zu dem wichtigsten Spiel vor der, so einzig, aber auch der wichtigsten. Wichtigste Spiel vor Weihnachten. Ich sage, es ist das Weihnachten. wichtigste Spiel vor Weihnachten. Ist aber auch das Unwichtigste. Gleichzeitig auch das Unwichtigste. Das ist aber auch ein mittelwichtiges Spiel. Es ist ein richtig mittelwichtiges Spiel. Und natürlich will jeder, dass wieder 3 Punkte holen. Ja? Und 3 Punkte mitbringen von zu Hause. Also das muss wirklich sein, weil ganz im Ernst, ich ertrage es auch nicht, den Mainz-Trainer ständig vor der Kurve rumpampeln zu sehen. Das finde ich so fürchterlich. Wirklich, allein dafür muss die Eintracht das Ding 3-0 ziehen. Es tut mir leid. Weißt du was? Wann immer du so ein Spiel hast wie die Mainzer jetzt oder so ein Lauf, der weiß gekrönt wird jetzt von schon, einem was Sieg du gegen die sagen Bayern, dann kommt genau, Ja. dann kommt die Kurve wieder nach unten. Das war jedes Mal so. Die Mainzer haben das letzte Mal, als sie gegen die Bayern gewonnen haben, danach auch, glaube ich, 10 Spiele nicht mehr gewonnen. Ja, geil. Ich sage euch safe, am Samstag wird Mainz nicht ansatzweise so gut spielen wie am Wochenende gegen die Leute, Bayern. Wird nicht passieren. Leute, ihr baut unnötigen Druck jetzt hier schon auf. Nein. Du sagst 3-0 gewinnen, du sagst, sie werden nicht mal Mann. Ich sag Folgendes. Das war nur ein Ich will, dass Marvin Bei jetzt mir wieder war's nur ein Seriosität bei mir war's reinbringt und nur sagt, ein Leute, Vorwurf. das ist ein schweres Spiel, Mainz ist schon gut drauf. Mainz ist gut drauf Ja. und schmiegt sich langsam an das Tabellenoberfeld Das ran. darf auch nicht Trainer auf der passieren. PK, ja, das ist schon eine sehr gute Ja, Mannschaft. ja, es ist schon. Nicht unterschätzt. Also eine Atemnuss. Mainz ist doch gut drauf. Ja, Ja, das ist gut drauf. Also. Ich sage trotzdem, ein Sieg in diesem Spiel ist für mich alternativlos. Oh, alles klar. klar. Also ich habe mir den Alles klar. Supercomputer hier angeworfen. Go, mal ein bisschen Feuer Ich habe mir reinbringen. den Supercomputer hier angeworfen und sehe die Tabelle. Und die Tabelle sagt mir Mainz auf der 7. Das heißt, die haben 22 Punkte. Mit 3 Punkten könnten die noch mehr an uns ranrücken. Aber trotzdem, liebe Leute, zu Hause gegen Mainz, da fackeln wir die Bude ab. Also sprichwörtlich. Abfahrt, wir dürfen ey. ja nicht mehr. Aber es ist natürlich genau das. Ist das Rhein-Main, was Rhein-Main-Derby habe ich gelesen. Rhein-Main-Kracher. Der Rhein-Main-Kracher habe ich gelesen. Mein Duell. Der Nein, aber ganz Rhein-Main-Duell. kurz, unabhängig vom Gegner können wir das Spiel auch besprechen. Klar ist Mainz gut drauf, klar kann man nach dem Bayern-Spiel irgendwie eine Delle haben. Johnny Burkhardt ist eventuell verletzt, kann es sein? Ich hab's nicht verfolgt. Oberschenkelverletzung, aber ich glaube, ich weiß noch nicht, ob. Ich sehe dich immer verletzt. Wahrscheinlich wird es jetzt heißen, das wird knapp. Ja, wird knapp. Da muss man dann bis vom Spiel warten, es Es wird wird eng. eng. Ja, du musst halt jetzt einmal. eng. Natürlich kommen die jetzt an und sind gut drauf und so und die haben einen Lauf. Das ist Weißt du, ich die wollte Bayern- gar nicht mehr über Mainz reden. Wir reden jetzt mal über die Eintracht. Weil Ja, im das- Endeffekt ist die Eintracht in eine Position gekommen, wo man sagt, ey, du hast jetzt ein Heimspiel Ja. gegen einen Gegner, der wird hier kein Offensivfeuerwerk abbrennen. Der hat auch nicht die Spieler von der Qualität von Lyon und Leipzig. Das heißt, im Endeffekt kann deine Abwehr sich vielleicht wieder ein bisschen beruhigen. Du kannst wieder dich auf deine Dinger konzentrieren. Du hast auch die Aussicht auf ein bisschen Pause. Das heißt, alle Spieler, die vielleicht ein bisschen überspielt sind, denken jetzt, okay, alles beiseite, wir können jetzt in dieses Spiel reingehen. Wir haben zu Hause die Möglichkeit, 30 Punkte unterm Weihnachtsbaum zu haben, dann kann dir der 3. Tabellenplatz über den Jahreswechsel nicht genommen werden. Das muss der Spirit sein, unter dem dieses Spiel stattfindet. Und ich glaube, die Eintracht findet in der Hinrunde genug Stichproben, um sich selber klarzumachen, dass sie das drin hat tatsächlich. Dass die Eintracht das drin hat, dieses Spiel zu gewinnen, Frage weil sie es ist aber- diese Saison so oft gemacht hat. Frage ist aber, wie gut wird Paul Nebel, ich wusste es. Ey. Der ist jetzt schon sehr präsent. Ja. Paul Nebel. Schreibt mal in die Kommentare, wie gut Paul Nebel spielt. Besser als unser toller Nebel. Ich weiß es nicht genau. Aber es Jetzt ist, gleich wie Dominik Kor auf Phil Hofmeister. Ich finde das sehr nebulös, was du hier machst. guck mal, Ist schlecht. aber du hast eben das ganz Wichtige gesagt. Ja, Die Eintracht Mike. hat wirklich die große Chance, mit 30 Punkten Come on, Alter! zu gehen. Wie geil ist das? Wir Ja. haben eine super, super tolle Hinrunde gespielt. Ja. Das muss man jetzt auch mal sagen. Natürlich gibt es eine kleine Leistungsstelle, was aber total verständlich ist, weil diese Mannschaft nicht auf diesem Niveau, ganz ehrlich, Uso hat letztes Jahr 2 Liga gespielt, Nene Brown hat letztes Jahr 2 Liga gespielt. Namdi Collins hätte nie gedacht, dass der so viele Spiele in dieser Saison bekommt, wie er sie jetzt schon bekommt. Wer hätte gedacht, dass ein Theat so relevant schon für dieses Spiel ist? Da sind so viele Dinge, wo wir sagen müssen, das ist gerade schon ein neues Niveau. Jetzt aber kommt die goldene Krönung, bevor der Weihnachtsmann kommt. So sieht's aus. Du hast wirklich in Summe eine richtig geile Hinrunde gespielt. Ja. Richtig geile Highlight-Spiele am Start gehabt. Das Ding gegen Bayern, das Ding im Pokal. Du hast jetzt schon mehr Highlight-Spiele in der Ding ganzen gegen Bochum. Also es war so oft so, dass man bei der Eintracht war dieses Jahr im Stadion und dachte so, Mann, geil, das macht wieder richtig Bock. Das macht wieder richtig Bock. Die Mannschaft macht Bock. Du hast Highlight-Spieler, du hast junge Spieler, die nachkommen und denen kannst du dabei zugucken, Woche für Woche, wie die besser werden. Und jetzt hast du eine kleine Delle. Jetzt musst du einfach sagen, okay, alles klar, scheiß drauf. Wir haben jetzt noch eine volle Woche, um uns vorzubereiten. Wir ziehen jetzt einmal nochmal durch und am Samstag
nochmal alles auf den Platz lassen und dann mit 30 Punkten und dann können wir ja echt entspannt ins nächste Jahr gehen. Das ist auch 1:1 das, was die sich vornehmen wollen, werden auch müssen. Aber das Problem ist, wenn das schief geht, und das ist meine große Angst, die ich habe, weil dieser letzte Eindruck, der haften bleibt. Und das wäre so unfair. Es wäre unfair dieser Mannschaft gegenüber am Ende dieser Hinrunde, wenn du am Ende 5-mal nicht mehr gewinnst und alle gehen mit so einem Naja-Gefühl in die Winterpause, weil es trotzdem eine gute Hinrunde ist. Und deswegen ist diese Signalwirkung dieses Spiels so wichtig. Ja? Wenn du da ein verhurtes 1-0 dir irgendwie erkämpfst und ergrätschst, ist doch völlig egal. Ja? Hauptsache, du ziehst irgendwie diese 3 Punkte, gehst mit 30 Punkten in die Winterpause, weil dann alle so dieses Gefühl haben, dass in diesen letzten 90 Minuten halt nochmal so dieses Versöhnliche am Ende nochmal rumkommt. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, persönlich muss es für diese ganze Mannschaft, auch für die ganzen Fans werden. Ich glaube, es ist wirklich der letzte Tag, auch vor Weihnachten, wo wir dann nochmal richtig ins Stadion gehen können, nochmal richtig feiern können. Ich glaube, all das, dieser Weihnachtsbild, aber gleichzeitig diese Geilheit auf 3 Punkte gegen Mainz, weil es ist halt tatsächlich so. Es ist ein Gegner, der mir immer auf den Sack geht. Das ist immer ein unangenehmes Spiel, aber wir sind zu Hause, müssen gegen die spielen. Und die Frage, die ich dir stelle, lieber Basti, mit welcher Offensivkraft werden wir das denn potenziell hinbekommen? Denn wir können ja eigentlich immer aus den Vollen schöpfen. Und ich will von dir wissen, wen würdest du aufstellen, um maximal Gas zu geben? Lieber Marvin, ich würde anfangen mit Hugo Ekitike, Omar Mamouche und Can Uzun. Ich finde, der hat sich einen zweiten Startelf-Einsatz verdient. Wenn die 3 da vorne herummachen, dann Brown und Knauf auf den Außen, dann stellst du einen von den geilen zentralen Mittelfeldspielern, die du da hast. Die Abwehr tut er hoffentlich wieder dabei. Lass mal den Oskar Højlund von Anfang an rein. Ja, den finde ich auch so stark tatsächlich, ey. Ja, finde ich auch gut. Wobei, Hugo ist jetzt wieder zurück, also Larsson. Dahoud ist für mich auch... hat auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Richtig gut gemacht, ne? Es ist wirklich, aber ich sehe in Højlund sehe ich Dinge, die mir jetzt schon so viel Freude bereiten und wo ich weiß, selbst wenn Hugo Larsson geht im Sommer, du hast schon den nächsten Hugo Larsson da in der Pipeline. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock auf dieses Experiment. Das wäre mir zu viel an Højlund und Uzun, weil im Endeffekt musst du diese Mannschaft diese Mannschaft muss das Spiel gewinnen. Und da will ich einen Mario Götze auch wieder drin haben, der so ein bisschen dieses Spiel ordnet. Für Knauf, ne? So, ich will einfach, dass er dieses Spiel so ein bisschen ordnet und so ein Kram, dass du vielleicht mit Uzun einen jungen Baller rein hast. Ich will die 11. Hinrunde. So, dass du sagst, okay, wir haben jetzt eine ganze Hinrunde gehabt, wir haben genug Stichproben, wir stellen jetzt das All-Star-Team. Wir stellen das All-Star-Team auf. Pro Bowl. Und im Endeffekt Pro Bowl gegen Mainz. Und dann spielen alle, die Schöne Überschrift haben wir schon. Die meisten Spiele in der Hinrunde hatten. Weil dieses Spiel hat eine unglaubliche Wichtigkeit. Du musst jetzt nicht mehr rotieren. Nee. Jetzt musst du nicht rotieren. Du musst jetzt nicht rotieren, damit irgendeiner als Silvester eine gute Party hat. Letzte Großveranstaltung des Jahres. Es ist der letzte Pay-Per-View. Ja, auf jeden Fall. Das ist der letzte Pay-Per-View, der Royal Rumble. Es ist ausverkauft. Letztes Spiel, stell deinen ganzen Main-Eventer auf den Platz und let's go, Alter. Ja, diesmal wirklich die A-Lister, ne? Die Main-Eventer und die A-Lister. Ja, ich weiß. Genau wie Young Fellows, Alter. Wir haben ja gesagt, wir müssen unsere Zielgruppe ein bisschen verjüngen. Jetzt nehmen wir die ganze Zeit irgendwelche Worte, die keinen Sinn ergeben. Nein, liebe Leute, schreibt ihr mal bitte. Auch die Aufstellung so präsentieren, wie der Stadionsprecher in Mainz von Tribüne zu Tribüne rennt und nie auf die Fresse fällt. Gar keinen Fall. Das ist für mich ein großes Oder du kannst es machen wie Nee, nicht wie. Nein, don't. Das ist übrigens, egal. Hat mich übrigens aber auch ein bisschen geärgert. Der Typ ist Der Typ ist wild. Aber passt schon dahin. Aber ich muss auch sagen, ist genau da, wo ich fand Lyon total geil, aber mich hat das auch ein bisschen, also dass das so dieses Entertainment-Ding, das sie auch da durchgezogen haben, mit den Lichtern und so, das hat mich auch schon ein bisschen irritiert. Ich will eigentlich normal nur... Ja gut, Slideshows, zur Wahrheit gehört auch, dass Marvin und ich auch die Entertainment und die Kommerzialisierung genossen haben, indem wir uns überteuertes Olympique Lyon Popcorn gekauft haben. Die ganze Zeit Kakao, weil uns zu kalt war. Die ganze Zeit Ihr seid solche Opfer, ey. Kakao hatten wir in München auch, das war geil. Stadion-Kakao. Das ist das neue Stadiongetränk. Also ganz ehrlich, der Stadionkakao, schreibt jemand in die Kommentare, ob ihr auch Stadionkakao getrunken habt. Da müsste man nicht mehr als Stadionwurst und Stadionbier, sondern Stadionkakao. Weißt du, was der absolut geile Plot ist, wenn Kakao dann da stehen würde? Das wäre Ja, auch das. Was macht Kakao heute? Diese Betroffenheit. Juventus-Fans anpöbeln, glaube ich. Ja, also liebe Leute, es franzt aus. Deswegen will ich von dir, lieber Stefan, Komm, mach Mike Franz-Witz. Komm schon, Phil. Wir machen den zusammen, Alter. Franzt aus. Betreutes Witze machen, ey. Ich wollte eigentlich einen Franz-Kretzig-Witz machen. Wow. Oder Franzer von Leverkusen. Oh, Franzer. Der hatte ein ähnliches Wir müssen uns zusammentun. Wir können so ein bisschen Qualität Oder Franziel Hängemühle. Oder ich gebe das zu dir. Oder Franziel Hängemühle. Franziel Hängemühle, ne? Ja, Schreibt euren Lieblings-Franz-Witz einfach in die Kommentare. Stefan, wie geht's aus? Highlight-Spiel 3-0. Die Frage, die wir immer vorm Stadion bekommen. 3-0? 3-0. Let's go, ey. 1-0.
1-0. Das ist das Trademark-Spiel der Eintracht der Hinrunde. 1-0 und völlig schlecht. Dreckiges 1-0. Da gehe ich mit. Dieses verhurte, dreckige 1-0 bin ich dabei. He did it again! Ja, also ich sag 4-1, nochmal richtig abfackeln. Ja, und dann geht's rund und dann gehen wir schön in die Winterpause. Was hast du für harte Beine, Alter? Macht ihr eigentlich da? Liebe Leute, ich habe keine Ahnung. Ihr merkt, das ist die letzte Fußball reguläre 2000, Folge. Aber es ist am viel Liebe. 23.12., das kann ich euch jetzt schon sagen, da sind wir noch da. Und zwar sind wir, nicht zwar hier, aber auch in Fulda. Und zwar sind wir in Fulda bei einer wunderbaren Kneipe. Da sind wir bei unseren Freunden, die 40. Jubiläum feiern. Vielleicht ist da noch ein Platz frei. Wenn ihr aus Fulda kommt, könnt ihr da auf jeden Fall mal anfragen bei dem Fanclub. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Da geht's mal richtig rund. Und mit 3 Punkten im Sack feiern wir 30 Punkte. Das ist das Ziel. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. So, liebe Leute, das war unsere Folge für heute, beziehungsweise auch unsere Ergebnisse, die wir nach Leipzig gesichtet haben. Aber wollt ihr euch das Spiel nochmal angucken in den Highlights, dann habe ich was für euch. Denn wir haben kommentiert, nicht diese Person, sondern Phil und ich haben kommentiert die Highlights zum Spiel gegen Leipzig. 1:2 ausgegangen, trotzdem ein bisschen besser die Partie als im DFB-Pokal. Schaut euch an, was da so passiert ist. Und unter anderem schaut euch an, wie gut Kevin Trapp einfach Bälle halten kann. Also insofern, reinklicken.